Diese Fragestellung halte ich für unseriös. Diese Sozialleistungen nur deutsche Staatsbürger kriegen Ich schätze sollen. sie normalerweise. Ja. Ich halte das für unseriös. Sie ist eine der umstrittensten Figuren in der europäischen Politik. Eine Frau, die ihre Karriere mit kühnen Behauptungen, heftigen Debatten und unverblümten Meinungen aufgebaut hat. Aber jetzt, mit 46, hat Alice Weidel endlich etwas zugegeben. Und die Welt, völlig fassungslos. Nach Jahren der Spekulation, Kritik und Geheimhaltung. Die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Und das ändert alles. Bevor wir Ihnen verraten, was passiert ist, sollten Sie Ihre Meinung äußern. Sind Sie der Meinung, dass politische Führer eher nach ihrer Vergangenheit oder nach ihrer Gegenwart beurteilt werden sollten? Geben Sie 1 für die Vergangenheit oder 0 für die Gegenwart ein. Wir beobachten Ihre Antworten. Was genau hat sie also gesagt? Und warum ist die politische Welt in völliger Ungläubigkeit? Alice Weidel offenbart mit 46 Jahren ihre persönliche Wahrheit. In einer bemerkenswerten Enthüllung, die Wellen in der deutschen Politik schlug, sprach die Co-Vorsitzende der Alternative für Deutschland, Alice Weidel, trotz der konservativen Haltung der Partei, öffentlich über ihre sexuelle Orientierung. Ich bin nicht queer, erklärte sie in einem Sommerinterview, wobei sie das englische Wort verwendete, aber ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Diese vorsichtige Formulierung, die sie im Alter von 46 Jahren abgab, unterstrich den komplexen Balanceakt, den Weidel zwischen ihrer persönlichen Realität und der Führung der am weitesten rechts stehenden Fraktion in Deutschland vollführt. Weidels Bekenntnis zu ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung entpuppte sich eher als kalkuliertes politisches Manöver, denn als spontanes Bekenntnis. Im Jahr 2007 erklärte sie noch deutlicher, ich bin nicht trotz meiner Homosexualität hier, sondern wegen meiner Homosexualität. Diese Erklärung positionierte ihre Sexualität nicht als ein zufälliges persönliches Detail, sondern als einen strategischen Vorteil in der politischen Landschaft Deutschlands. Die Bedeutung dieses Eingeständnisses geht über eine rein persönliche Offenlegung hinaus. Weidel brachte ihre sexuelle Orientierung ausdrücklich mit der Anti-Einwanderungshaltung der AfD in Verbindung und behauptete, dass muslimische Einwanderer eine Bedrohung für LGBTQ+ Menschen darstellen. Sie trat der AfD nicht trotz, sondern wegen ihrer Homosexualität bei, da sie die einzige Partei sei, die sich mit der Feindseligkeit muslimischer Einwanderer gegenüber LGBT+Menschen auseinandersetze, so die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Darüber hinaus lehnte Weidel eine Identifikation mit breiteren LGBTQ+Bewegungen ab. Auf einem Parteitag im Januar wies sie Kritik an ihrer Distanzierung von solchen Anliegen energisch zurück. Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine Einmischung in mein Leben oder meine Familie dulden werde. Mit dieser Haltung bekennt sie sich zu ihrer Beziehung und distanziert sich gleichzeitig von der progressiven Politik, die üblicherweise mit der LGBTQ+Bewegung in Verbindung gebracht wird. In der Zwischenzeit hat sie ihr öffentliches Image sorgfältig aufgebaut. Mit ihrem Markenzeichen, dem cremefarbenen Rollkragenpullover und der Perlenkette präsentiert sich Weidel als gemäßigtes Gesicht einer radikalen Politik. Trotz ihrer harten Rhetorik zur Einwanderung lächelt sie oft, während sie gleichzeitig eine sehr aggressive Rhetorik an den Tag legt, was einen entwaffnenden Kontrast schafft, der die Anziehungskraft der AfD über ihre traditionelle Basis hinaus erweitert. Weidels Offenheit in Bezug auf ihre Sexualität steht in krassem Gegensatz zum traditionellen Programm der AfD. In der Tat hat sich die Partei stets gegen die Homo-Ehe und die Ausweitung des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Darüber hinaus hat sich Weidel selbst gegen die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe ausgesprochen und erklärt, sie sei für den Schutz der traditionellen Familie, unterstütze aber auch andere Lebensstile. Dieser Widerspruch schafft eine eigentümliche Dynamik innerhalb der Partei. So erklärte die AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch, wir haben kein Problem mit ihrer Lebensweise. Wir sind tolerant gegenüber ihr und sie gegenüber uns. Wir akzeptieren sie,
Diese Aussage verdeutlicht, wie die Partei einen Weg gefunden hat, das unterzubringen, was sonst als ideologische Inkonsequenz gelten würde. Dennoch hat Weidel strikte Grenzen zwischen ihrem Privatleben und ihren politischen Positionen gezogen. Als die gleichgeschlechtliche Ehe 2017 in Deutschland Gesetz wurde, tat sie dies als trivial im Vergleich zu Themen wie Massenmigration ab. In der Folge sprach sie gegen Diskussionen über Sexualität vor der Pubertät aus und erklärte, sie wolle nicht, dass irgendjemand mit seiner Gender-Idiotie oder seinem Frühsexualisierungsunterricht in die Nähe meiner Kinder kommt. Politische Analysten sind der Meinung, dass Weidels Widersprüche ihre Position sogar stärken. Die Tatsache, dass Frau Weidels Privatleben der Parteiorthodoxie widerspricht, stärkt ihren Anspruch, das Banner der AfD zu tragen und lässt die Partei mainstreamiger erscheinen. So Werner Patzelt, ein Politikwissenschaftler, der die AfD untersucht hat. Obwohl sie eine Partei anführt, die traditionelle Familienwerte verehrt und tiefgreifende einwanderungsfeindliche Gefühle pflegt, schafft Weidels Beziehung zu Sarah Bossert, ihrer in Sri Lanka geborenen Partnerin, mit der sie 2 Söhne großzieht, einen starken visuellen Kontrast. Ein AfD-Parlamentarier aus Ostdeutschland sagte gegenüber Politico, dass ihre Anwesenheit an der Spitze der Liste es der Partei ermöglicht, bei jungen Menschen Fuß zu fassen. Jemand wie Alice ist ein viel besserer Mensch als ein Anwalt aus dem Westen in den 60ern, wie ihn die anderen Parteien haben. Sie ist wirklich eine sympathische Figur. Durch diesen heiklen Balanceakt hat sich Weidel als das Gesicht der AfD positioniert, während 2/3 der Deutschen den anderen Vorsitzenden, Tino Kruppalla, nicht kennen. Ihre Enthüllung hat ihre Autorität nicht untergraben, sondern ist zu einem strategischen Vorteil in dem Bemühen der Partei geworden, ihre Attraktivität zu steigern und gleichzeitig ihre radikalen Positionen beizubehalten. Wer ist Alice Weidel jenseits der Politik? Die in Westdeutschland geborene Alice Elisabeth Weidel ist eine ungewöhnliche Figur in der Führungslandschaft der AfD. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, die vor allem aus den ehemals kommunistischen Ostgebieten kommen, unterscheiden sich Weidels Hintergrund und Werdegang deutlich vom typischen Profil der Partei. Die spätere AfD-Vorsitzende erblickte am 6. Februar 1979 in Gütersloh das Licht der Welt und verbrachte ihre prägenden Jahre in der Kleinstadt Harsewinkel im Nordwesten Deutschlands. Ihre bürgerlich-katholische Familie bestand aus ihrem Vater, der Verkäufer war, ihrer der Mutter, die Hausfrau war, 2 Geschwistern und einem Dackel. Während ihrer gesamten Jugend zeichnete sich Weidel durch akademische Leistungen aus und machte 1998 ihr Abitur am Gymnasium des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands, CJD. Die Familiengeschichte wirft einen komplexen Schatten auf Weidels Hintergrund. Ihr Großvater väterlicherseits, Hans Weidel, diente als Militärrichter im deutsch besetzten Polen und wurde von Adolf Hitler persönlich ernannt. Diese familiäre Verbindung zum Naziregime blieb in ihrem Haushalt weitgehend unbehandelt. Das war etwas, das er emotional ausschließen wollte, so Weidel. Dennoch kamen die traumatischen Erlebnisse ihres Vaters, der als Flüchtlingskind kurz vor Kriegsende aus Oberschlesien geflohen war, gelegentlich bei Feiertagen zur Sprache. Nach dem Abitur studierte sie Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, wo sie sich akademisch auszeichnete und 2004 als eine der besten Studentinnen abschloss. Ihr akademischer Weg gipfelte in einer von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung geförderten Doktorarbeit über Chinas Rentensystem. Politisch lässt sich Weidel von der ehemaligen konservativen britischen Premierministerin Margaret Thatcher inspirieren. Sie bewundert ausdrücklich Thatchers neoliberale Wirtschaftspolitik und ihren entschlossenen Führungsstil. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Weidel: „Mich beeindruckt Ihre Biografie, Ihr Schwimmen gegen den Strom, auch wenn es unangenehm wird.
Sie schätzt besonders, wie Thatcher Großbritannien übernommen hat, als das Land wirtschaftlich am Boden lag und es wieder auf Kurs gebracht hat, was auf ihre Ausrichtung auf marktwirtschaftliche Prinzipien und begrenzte staatliche Eingriffe hinweist. Weidels politischer Weg begann im Oktober 2013, als sie der neu gegründeten Alternative für Deutschland beitrat. Anfangs war die Partei in erster Linie eine euroskeptische Bewegung, die sich gegen die Rettungsmaßnahmen für die von der Schuldenkrise betroffenen Länder der Eurozone aussprach. Ich wurde von der Partei angezogen, weil ich gegen den Euro war, räumte Weidel ein. Ihr Aufstieg in den Reihen der Partei ging schnell vonstatten. Im Juni 2015 gelang ihr die Wahl in den Bundesvorstand der AfD. Nach dem Rechtsruck der Partei in Einwanderungsfragen behielt sie ihre Position und ihren Einfluss, auch als viele ursprüngliche Mitglieder die Partei verließen. Im April 2017 ernannte die Partei sie zur Co-Spitzenkandidatin neben Alexander Gauland für die Bundestagswahl in diesem Jahr. Nach dem Durchbruch der AfD im Jahr 2017, sie wurde mit 12,6% der Stimmen zur drittstärksten Partei in Deutschland, übernahm Weidel die Führung des Parlamentsblocks. Im November 2019 wurde sie stellvertretende Bundessprecherin, im Februar 2020 Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württemberg und schließlich zur ersten Kanzlerkandidatin der Partei für die Wahl 2025 gewählt. Innerhalb der Fraktionslandschaft der AfD wird Weidel von Beobachtern dem gemäßigteren Flügel der Alternative Mitte zugeordnet, obwohl ihre öffentlichen Äußerungen zunehmend mit der harten Anti-Einwanderungsposition der Partei übereinstimmen. Ihr Einfluss hat so stark zugenommen, dass einem Bericht zufolge 2/3 der Deutschen den anderen Vorsitzenden, Tino Kruppalla, nicht kennen. Wie steht das Familienleben von Alice Weidel im Gegensatz zu den Werten der AfD? Der Widerspruch zwischen Alice Weidels Privatleben und dem Programm ihrer Partei stellt eines der auffälligsten Paradoxe der deutschen Politik dar. Als Co-Vorsitzende einer Partei, die sich für traditionelle Familienwerte einsetzt, schaffen Weidels persönliche Umstände eine außergewöhnliche Widersprüchlichkeit, die das öffentliche Bild der AfD sowohl in Frage stellt, als auch potenziell umgestaltet. Weidel teilt ihr Leben mit Sarah Bossard, einer in Sri Lanka geborenen Schweizer Filmproduzentin. Das Paar lernte sich 2011 kennen und ist seit über einem Jahrzehnt zusammen, wobei es hauptsächlich in Biel wohnt. Ihre Beziehung begann, als Weidel im Bankwesen tätig war, lange bevor ihre politische Karriere in den Vordergrund trat. Bossard, die eine eigene Filmproduktionsfirma betreibt, hält sich trotz der wachsenden politischen Prominenz ihres Partners bewusst zurück. Die Lebensweise des Paares spiegelt pragmatische Überlegungen wider, die über politische Bedenken hinausgehen. Weidel hat die niedrigere Steuerlast in der Schweiz als Hauptgrund für die Ansiedlung ihres Wohnsitzes außerhalb Deutschlands genannt. Dennoch hat dieser grenzüberschreitende Lebensstil gelegentlich Kritik von politischen Gegnern hervorgerufen, die ihr Engagement für das Land, das sie zu regieren versucht, in Frage stellen. Bossards Hintergrund verleiht Weidels politischer Positionierung eine weitere komplexe Ebene. Die Herkunft ihres Partners aus Sri Lanka steht in auffälligem Gegensatz zur Anti-Einwanderungsrhetorik der AfD. Dieser multikulturelle Haushalt verkörpert im Wesentlichen die Vielfalt, die Weidels Partei im öffentlichen Diskurs oft kritisiert. Gemeinsam ziehen Weidel und Bossard in ihrem Schweizer Haus 2 Adoptivsöhne auf. Die Familie pflegt ein sorgfältig gehütetes Privatleben, wobei Weidel erhebliche Maßnahmen ergreift, um ihre Kinder vor der Aufmerksamkeit der Medien zu schützen. Ihre Familienstruktur widerspricht grundlegend dem traditionellen Modell der Kernfamilie, für das ihre Partei eintritt. Weidel hat diese Diskrepanz zwar eingeräumt, ihre Position jedoch durch eine libertäre Brille betrachtet. Mein Privatleben geht niemanden etwas an, erklärte sie, als Fragen zu diesem scheinbaren Widerspruch aufkamen. Diese individualistische Haltung ermöglicht es ihr, einer direkten Konfrontation mit der Parteiorthodoxie auszuweichen und gleichzeitig
ihre Führungsposition zu behalten. In der Praxis überschneiden sich Weidels familiäre Verpflichtungen gelegentlich mit ihren politischen Aufgaben. Sie hat beschrieben, dass sie ihre Kinderbetreuungspläne mit Parlamentssitzungen und Wahlkampfauftritten abstimmt. Diese alltäglichen elterlichen Herausforderungen machen eine Politikerin menschlich, deren Rhetorik oft eine harte, spaltende Sprache in politischen Fragen verwendet. Interessanterweise hat Weidel ihre besondere Sorge zum Ausdruck gebracht, ihre Kinder vor progressiver Bildungspolitik zu schützen, die sie beruflich ablehnt. Sie erklärte ausdrücklich, sie wolle nicht, dass irgendjemand mit seiner Genderideologie oder seinem Frühsexualisierungsunterricht in die Nähe meiner Kinder kommt, eine Position, die sich mit den Botschaften der AfD deckt, obwohl ihre eigene Familienstruktur traditionelle Normen in Frage stellt. Die Partei Alternative für Deutschland hat sich seit ihrem Bestehen konsequent gegen eine Ausweitung der Rechte von LGBTQ+ ausgesprochen. In ihrem Wahlprogramm von 2017 lehnte sie die gleichgeschlechtliche Ehe ausdrücklich ab und sprach sich für die traditionelle Familie als Leitbild der deutschen Gesellschaft aus. Darüber hinaus lehnt das Parteiprogramm gleichgeschlechtliche Adoptionsrechte ab und kritisiert Bildungsinitiativen, die sich mit Geschlechtervielfalt befassen. Parteifunktionäre bedienen sich häufig einer Rhetorik, die den Aktivismus für LGBTQ+-Rechte als Bedrohung für traditionelle Werte darstellt. AfD-Wahlkampfmaterialien haben Genderstudien als unwissenschaftlich bezeichnet und Stolzparaden als unangemessene öffentliche Veranstaltungen angeprangert. Solche Positionen stehen im Einklang mit den allgemeinen nationalistischen Botschaften der Partei, die auf sozial-konservative Wähler abzielen. Doch Weidels Anwesenheit an der Spitze der Partei schafft eine unerwartete Dynamik. Ihre Kollegen haben verschiedene Erklärungen für diesen scheinbaren Widerspruch entwickelt. Beatrix von Storch, eine weitere prominente Vertreterin der AfD, erklärte, wir haben kein Problem mit ihrer Lebensweise. Wir sind tolerant gegenüber ihr und sie gegenüber uns. Diese Formulierung versucht, Weidels persönliche Umstände mit den öffentlichen Positionen der Partei in Einklang zu bringen. Im Wesentlichen bietet Weidels Führungsrolle der AfD ein Schutzschild gegen den Vorwurf der Homophobie, während die Partei ihre konservative Haltung zu LGBTQ+-Themen beibehalten kann. Politikwissenschaftler haben festgestellt, dass dieses Arrangement strategischen Zwecken dient. Es trägt dazu bei, die Partei für gemäßigte Wähler zu normalisieren und gleichzeitig die Attraktivität für traditionelle Konservative zu erhalten. Dieser Widerspruch offenbart letztlich den pragmatischen Charakter der rechtsextremen Politik im heutigen Deutschland. Für die AfD scheint ideologische Reinheit gegenüber dem Wahlerfolg zweitrangig zu sein, sodass sorgfältig gesteuerte Ausnahmen von der Parteiorthodoxie möglich sind, wenn dies politisch vorteilhaft ist. Warum hat Weidel ihr Privatleben so lange verborgen gehalten? Jahrelang blieb der Widerspruch zwischen dem Privatleben von Alice Weidel und ihrem politischen Programm weitgehend unerkannt. Die kalkulierte Herangehensweise der AfD-Co-Vorsitzenden an die Offenlegung persönlicher Daten offenbart komplexe Beweggründe, die über einfache Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre hinausgehen. Weidels Zögern, über ihre gleichgeschlechtliche Beziehung zu sprechen, ist zum Teil auf die ideologische Kluft zu den Kernanhängern ihrer Partei zurückzuführen. Die AfD hat sich konsequent gegen die Homo-Ehe und die Ausweitung der Gesetze, die gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption erlauben, ausgesprochen. Dieser Widerspruch schafft eine potenzielle Verwundbarkeit innerhalb einer Partei, die für traditionelle Familienwerte eintritt. Wird Weidel mit dieser Inkonsequenz konfrontiert, reagiert sie in der Regel mit sichtbarem Unbehagen. Während einer Live-Sendung wurde sie von Bürgern gefragt, ob sie eine Lesbe in einer homophoben Partei sei, was ihr sichtlich unangenehm war. Anstatt den Widerspruch direkt anzusprechen, verweist sie in der Regel auf Parteipositionen oder weist die Relevanz ihrer persönlichen Umstände zurück.
Weidel hat sich wiederholt geweigert zu erklären, wie sie den offensichtlichen Widerspruch zwischen ihrem persönlichen Leben und der Vision der Gesellschaft, die ihre Partei vertritt, in Einklang bringt. Dieses strategische Schweigen ermöglicht es ihr, ihre Autorität innerhalb der AfD zu wahren und gleichzeitig die sozial-konservative Basis nicht zu verprellen. Ihre Sicherheitsbedenken haben außerdem dazu geführt, dass sie nur noch in begrenztem Umfang mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit auftritt. Im November sagte Weidel vor Wirtschaftsführern in Zürich, dass ihre Sicherheitslage so schwierig geworden sei, dass es schwierig geworden sei, spontan mit ihrem Ehepartner tanzen oder essen zu gehen. Diese Sicherheitserzählung ist eine weitere Rechtfertigung dafür, dass sie ihr Privatleben von ihrer öffentlichen Person getrennt hält. Weidels Umgang mit ihrem Privatleben dient nicht nur dem persönlichen Schutz, sondern auch bestimmten politischen Zwecken. Politische Analysten vermuten, dass der Widerspruch zwischen ihrer Identität und dem Parteiprogramm ihre Position eher stärkt als untergräbt. Die Tatsache, dass im MIS Weidels Privatleben der Parteiorthodoxie widerspricht, stärkt ihren Anspruch, die AfD-Fahne zu tragen und lässt die Partei als Mainstream erscheinen. So Experten. Ihr einzigartiges Profil ermöglicht es ihr, Vorwürfe zurückzuweisen. Die Partei sei intolerant oder rechtsextrem. Ein AfD-Abgeordneter erklärte, jemand wie Alice ist ein viel besserer Mensch als ein Anwalt aus dem Westen in den 60ern, wie ihn die anderen Parteien haben. Sie ist wirklich eine sympathische Figur. Weidel beweist eine bemerkenswerte ideologische Flexibilität bei der Bewältigung dieser Widersprüche. Sie bezeichnet sich selbst eher als liberal-konservativ, denn als rechtsextrem und verwendet eine Sprache, die die Grenzen zwischen Überzeugung und Opportunismus verwischt. Diese kalkulierte Zweideutigkeit ermöglicht es ihr, scheinbar unvereinbare Positionen unter einen Hut zu bringen. Als sie zur gleichgeschlechtlichen Ehe befragt wurde, tat Weidel dies als trivial im Vergleich zu Themen wie Massenmigration ab. Ebenso sprach sie sich trotz ihrer eigenen Familienstruktur gegen eine Diskussion über Sexualität vor der Pubertät aus. Diese Positionen spiegeln ihre strategische Priorisierung von Themen wider, die mit der Orthodoxie der Partei übereinstimmen. Weidel verwaltet diesen Widerspruch weiter, indem sie ihn als innerparteiliche Toleranz darstellt. So erklärte die AfD-Vorsitzende Beatrix von Storch, wir haben kein Problem mit ihrer Lebensweise. Wir sind tolerant gegenüber ihr und sie gegenüber uns. Wir akzeptieren sie. Dieses Narrativ stellt die Partei als eine Partei dar, die verschiedene Lebensstile akzeptiert und gleichzeitig konservative Positionen vertritt. Letztlich offenbart Weidels Umgang mit ihrem Privatleben ein strategisches Kalkül. Die Vorteile einer kontrollierten Offenlegung überwiegen die Risiken der Transparenz. Ihre Sexualität bietet einen Schutzschild gegen Extremismusvorwürfe, während ihre Zurückhaltung, darüber zu sprechen, verhindert, dass sie konservative Anhänger verprellt, ein heikles Gleichgewicht, das sich politisch bewährt hat. Was war der Auslöser für das öffentliche Eingeständnis von Alice Weidel? Alice Weidels kalkulierte Enthüllung über ihre gleichgeschlechtliche Beziehung erfolgte nach jahrelangem strategischem Schweigen und spiegelt eher eine sorgfältig getimte politische Entscheidung als eine spontane persönliche Enthüllung wider. Das öffentliche Eingeständnis der AfD-Co-Vorsitzenden warf Fragen nach den Beweggründen und den möglichen Folgen für ihre politische Laufbahn auf. Politische Analysten merken an, dass Weidels Entscheidung, ihr Privatleben anzusprechen, in dem Moment fiel, als die AfD versuchte, ihre Anziehungskraft über ihre traditionelle Basis hinaus zu erweitern. Als öffentliches Gesicht der Partei sah sich Weidel wahrscheinlich einem zunehmenden internen Druck ausgesetzt, das wachsende Bewusstsein über ihre familiäre Situation mit dem Parteiprogramm in Einklang zu bringen. Dieser Druck verstärkte sich insbesondere, als ihre nationale Bekanntheit zunahm, sodass es immer schwieriger wurde, ihr Privatleben vor der Öffentlichkeit zu schützen. Der Zeitpunkt lässt eher auf ein strategisches Kalkül als auf einen plötzlichen Wandel in der persönlichen Überzeugung schließen.
Während ihrer gesamten politischen Laufbahn hat Weidel bemerkenswerten Pragmatismus bewiesen und sich als Brücke zwischen den extremen Elementen der Partei und den gemäßigteren potenziellen Wählern positioniert. Ihr Beitritt dient diesem Spagat, indem er es ihr ermöglicht, persönliche Authentizität zu bewahren, ohne die konservativen Positionen der Partei aufzugeben. Weidels Ansatz unterscheidet sich erheblich von traditionellen Coming-out-Erzählungen. Anstatt sich für LGBTQ+ zu engagieren, hat sie ihre Beziehung konsequent als eine private Angelegenheit dargestellt, die für ihre politischen Positionen irrelevant ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich keine Einmischung in mein Leben oder meine Familie dulden werde, erklärte sie auf einem Parteitag und schuf damit eine Trennwand zwischen persönlicher Identität und politischer Ideologie. Diese Trennung ermöglicht es Weidel, ihre Glaubwürdigkeit bei der konservativen Basis der Partei zu wahren und gleichzeitig die angebliche Toleranz der AfD zu demonstrieren. Folglich scheint ihre Enthüllung eher der politischen Strategie als der persönlichen Befreiung zu dienen und das Bedürfnis der Partei nach einem gemäßigteren öffentlichen Image zu befriedigen, ohne ihre Positionen grundlegend zu ändern. Der Zeitpunkt der Enthüllung steht in direktem Zusammenhang mit den Wahlkampfambitionen der AfD. Als erste AfD-Kanzlerkandidatin für die Wahl 2025 musste Weidel mögliche Schwachstellen ansprechen, bevor der Wahlkampf an Fahrt aufnahm. Indem sie ihre Beziehung proaktiv zugab, entzog sie ihren politischen Gegner, die den Widerspruch andernfalls nutzen könnten, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben, eine potenzielle Waffe. Gleichzeitig bewahrt die kontrollierte Art ihrer Enthüllung ihr Ansehen bei den traditionellen AfD-Anhängern, die der Anti-Einwanderungsposition der Partei Vorrang vor sozialen Fragen einräumen. Ich bin nicht trotz meiner Homosexualität hier, sondern wegen meiner Homosexualität, erklärte Weidel und brachte ihre sexuelle Orientierung ausdrücklich mit. Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Einwanderung in Verbindung. Eine Formulierung, die mit den Kernbotschaften der AfD übereinstimmt. Insgesamt stellt Weidels öffentliches Eingeständnis einen kalkulierten politischen Schachzug dar, der darauf abzielt, potenzielle Schwächen zu neutralisieren und gleichzeitig ihre Autorität innerhalb der Partei zu bewahren. Der Zeitpunkt fällt genau mit ihrer Ernennung zur Kanzlerkandidatin zusammen, was auf eine bewusste Strategie hindeutet, persönliche Widersprüche anzusprechen, bevor sie die Wahlchancen der Partei beeinträchtigen könnten. Dieser Ansatz ist ein Beispiel für Weidels politischen Scharfsinn. Sie verwandelt etwas, das als Belastung empfunden werden könnte, in einen strategischen Vorteil, der sowohl ihren persönlichen politischen Ambitionen als auch den umfassenderen Wahlzielen der Partei dient. Wie hat die Öffentlichkeit auf die Enthüllungen Weidels reagiert? Die öffentliche Reaktion auf Alice Weidels Offenheit in Bezug auf ihre persönliche Beziehung hat in der gesamten deutschen Gesellschaft heftige und gegensätzliche Meinungen ausgelöst und verdeutlicht die allgemeine Spaltung, die den Aufstieg der AfD in der nationalen Politik begleitet. Umfragen zeigen, dass die Menschen in der Frage, wie ihr Privatleben mit der Politik ihrer Partei zu vereinbaren ist, tief gespalten sind. Unter den AfD-Anhängern ist die Bereitschaft groß, sich auf Weidels politische Prioritäten und nicht auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Viele Unterstützer betonen ihre Haltung zu Einwanderung und nationaler Identität. Auf öffentlichen Veranstaltungen nach ihrer Ankündigung wiesen die Teilnehmer Fragen zu vermeintlichen Widersprüchen oft mit den Worten ab. Wichtig ist, dass sie für Deutschland eintritt. Interessanterweise sehen einige Anhänger Weidels Beziehung als Bestätigung für den Inklusionsanspruch der Partei. Sehen Sie, wir sind nicht so homophob, wie die Medien behaupten, sagte ein AfD-Wähler bei einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen. Dieses Narrativ ermöglicht es den traditionellen Konservativen, ihre Unterstützung aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig von Diskriminierungsvorwürfen freizusprechen. Vor allem jüngere AfD-Anhänger schätzen Weidel als Beweis für die Modernisierung der Partei. Ihr zeitgemäßes Image
macht traditionelle, konservative Positionen für Wähler unter 30 Jahren schmackhafter, die ansonsten rechtsextreme Politik als überholt ablehnen würden. Die politischen Gegner haben den Widerspruch zwischen Weidels Privatleben und dem Programm der AfD aufgegriffen. Vertreter der Grünen haben diesen Widerspruch in Parlamentsdebatten wiederholt hervorgehoben. Ein Abgeordneter nannte ihn in einer Bundestagssitzung den Gipfel der Heuchelei. Besonders kritisch äußerten sich Gruppen, die sich für LGBTQ+ einsetzen. Mehrere Organisationen veröffentlichten Erklärungen, in denen sie Weidels opportunistischen Ansatz in Bezug auf ihre Identität verurteilten. Sie profitiert von Rechten, die sie durch jahrzehntelangen Aktivismus errungen hat, während sie gleichzeitig eine Politik unterstützt, die anderen dieselben Rechte verweigert, so eine prominente Interessengruppe. Dieser Widerspruch hat den Parteien der Mitte und der Linken Munition geliefert, um die AfD über ihre umstrittenen Positionen zu Einwanderung und nationaler Identität hinaus als grundsätzlich inkonsequent in ihren Grundsätzen darzustellen. Die deutschen Medien haben Weidels Situation aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Konservative Publikationen minimieren in der Regel die Diskussion über ihr Privatleben und konzentrieren sich stattdessen auf ihre politischen Positionen. Zentrumsnahe Medien heben den Widerspruch häufig als Symbol für allgemeine Ungereimtheiten innerhalb der Partei hervor. Die sozialen Medien haben diese Spaltungen noch verstärkt, wobei Hashtags im Zusammenhang mit Weidels Enthüllungen mehrfach auftauchten. Die Analysen von Twitter X zeigen, dass die Ausdrücke Weidel-Heuchelei und Weidel-Familie Hunderttausende von Beiträgen generieren. In der internationalen Medienberichterstattung wird Weidels Situation zunehmend als Teil eines umfassenderen europäischen Trends dargestellt, bei dem rechtsextreme Parteien poliertere, modernere Vertreter präsentieren und gleichzeitig traditionelle politische Positionen beibehalten. Auf diese Weise wird Weidel in ein kontinentales Muster eingeordnet, anstatt ihre Situation als einzigartig für die deutsche Politik zu betrachten. Kann Weidels Identität das Image der AfD neu prägen? Der strategische Wert von Alice Weidels komplexer Identität schafft ein überzeugendes Paradoxon für die umstrittenste politische Partei in Deutschland. Ihr einzigartiges Profil bietet der AfD ein wirkungsvolles Instrument zur Imagepflege bei Wählern, die die Partei sonst als extremistisch abtun würden. Weidel verkörpert das, was politische Analysten als akzeptablen Radikalismus bezeichnen, ein vorzeigbares Gesicht für kontroverse Politik. Ihre Referenzen als Wirtschaftswissenschaftlerin mit internationaler Erfahrung zeugen eher von Kompetenz als von reaktionärer Politik. Durch sorgfältig kuratierte Auftritte in cremefarbenen Rollkragenpullovern und Perlenketten vermittelt Weidel ein Bild gemäßigter Professionalität, das im Kontrast zur harten Rhetorik der Partei steht. Diese visuelle Branding-Strategie erstreckt sich auch auf seltene Familienauftritte, bei denen Weidel, ihre Partnerin Sarah Bossard und ihre Kinder ein Bild multikultureller Häuslichkeit vermitteln, das im Widerspruch zu den fremdenfeindlichen Botschaften der AfD steht. Doch dieser Widerspruch dient einem strategischen Zweck, die bloße Existenz der Familie widerspricht der simplen Kritik an der Partei als einheitlich bigott. Die Spannung zwischen Weidels persönlicher Realität und den politischen Positionen der AfD schafft das, was deutsche Politikwissenschaftler als strategische Ambiguität bezeichnen. Dieser Widerspruch ermöglicht es verschiedenen Wählersegmenten, sich auf Aspekte der Partei zu konzentrieren, die ihnen gefallen, während sie unbequeme Elemente ausblenden. In den Reihen der Partei manifestiert sich diese Ambiguität in der selektiven Durchsetzung von Werten. Wie ein AfD-Parlamentarier bemerkte, wir haben Toleranz für ihre Lebensweise. Und sie hat Toleranz für unsere Positionen. Dieses pragmatische Arrangement räumt der Wählbarkeit Vorrang vor ideologischer Reinheit ein. Über ihre konservative Kernbasis hinaus spricht die AfD durch Weidels modernisierte Darstellung zunehmend jüngere Wähler und sogar Einwanderer an.
Ihr technokratisches Image spricht jüngere Konservative an, die einen wirtschaftlichen Nationalismus ohne das historische Gepäck der traditionellen rechtsextremen Bewegungen suchen. Umgekehrt bietet Weidels Beziehung zu der aus Sri Lanka stammenden Sara Bossard einen sichtbaren Gegenbeweis zu den Vorwürfen der Fremdenfeindlichkeit. Diese kalkulierte Inklusivität gibt potenziellen Wählern mit Migrationshintergrund die psychologische Erlaubnis, eine Politik zu unterstützen, die andernfalls selbstzerstörerisch erscheinen würde. Letzten Endes dient Weidels Identität als trojanisches Pferd, um Radikalpositionen in den Mainstream zu bringen. Das Image der Partei wird aufgeweicht, ohne dass ihr Programm wesentlich gemildert wird. Was bedeutet dies für die Vertretung von LGBTQ+ in der rechtsextremen Politik? Weidels Position als offen lesbische Führungspersönlichkeit in einer rechtsextremen Partei beleuchtet eine komplexe Beziehung zwischen LGBTQ+-Identität und konservativer Politik, die über individuelle Widersprüche hinausgeht. Die Präsenz von LGBTQ+-Personen in rechtsextremen Bewegungen hat eine längere Geschichte, als gemeinhin anerkannt wird. In den 1930er Jahren waren schwule Männer wie Ernst Röhm aktive Mitglieder von Hitlers Nazi-Partei, bis der Röhm-Putsch im Jahr 1934 einen Wendepunkt in der schwulenfeindlichen Politik des Regimes markierte. In der Mitte des 20. Jahrhunderts spielten Personen wie Marvin Liebman, Robert Baumann und Michael Hess eine prominente Rolle in der republikanischen Politik und verbargen dabei ihre sexuelle Identität. Die formelle Organisation begann 1975 mit der Gründung der Conservative Group for Homosexual Equality im Vereinigten Königreich, der ersten konservativen LGBTQ+-Organisation überhaupt. In den Vereinigten Staaten gründeten sich 1978 die Log Cabin Republicans, um die BRICS-Initiative in Kalifornien zu bekämpfen, mit der Homosexuellen der Unterricht an öffentlichen Schulen untersagt worden wäre. In der Vergangenheit bewegten sich diese Menschen in einem prekären Gleichgewicht. Sie leisteten Beiträge für Parteien, deren Programme häufig ihren persönlichen Interessen zuwiderliefen. Viele blieben im Verborgenen und ihre Sexualität wurde erst später durch ein Coming-out oder einen Skandal bekannt. Die Theorie des Homonationalismus hilft, Weidels Position zu erklären, eine politische Aneignung, die die Emanzipation von LGBTQ+ gegen ein übergeneralisiertes Bild von Einwanderern ausspielt. Diese Strategie ermöglicht es rechtsextremen Parteien, sich als Verteidiger westlicher Werte, einschließlich begrenzter LGBTQ+-Rechte, zu präsentieren und gleichzeitig konservative Positionen in anderen Fragen zu vertreten. Umfragedaten zeigen, dass dieser Ansatz eine begrenzte, aber bemerkenswerte Anziehungskraft hat. Eine Studie aus dem Jahr 2024 ergab, dass sich 12% der LGBTQ+-Amerikaner als Republikaner identifizieren, gegenüber 8% im Jahr 2013. Dieser Anstieg fällt jedoch mit einer GOP-Plattform zusammen, die sich ausdrücklich gegen Transgender-Rechte ausspricht, während sie zur gleichgeschlechtlichen Ehe schweigt. Dieses Muster schafft das, was Forscher als Homonormativität bezeichnen, begrenzte Formen von Queerness, die als Teil der einheimischen Kultur normalisiert werden, während gleichzeitig breitere konservative Positionen beibehalten werden. Für Parteien wie die AfD dienen Figuren wie Weidel als sichtbarer Beweis für behauptete Toleranz, ohne dass sich die politischen Positionen inhaltlich ändern. Letztlich ist Weidels Bekanntheit eher ein ausgeklügeltes politisches Kalkül als ein echter Wandel, sinnbildlich dafür, wie rechtsextreme Bewegungen zunehmend ausgewählte LGBTQ+-Personen aufnehmen und gleichzeitig traditionalistische Plattformen beibehalten. Alice Weidels kalkulierte Offenlegung ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung ist ein Beispiel dafür, wie moderne rechtsextreme Bewegungen traditionelle Positionen durch strategische Zweideutigkeit anpassen.
obwohl sie scheinbar widersprüchlich ist, dient ihr Status als offen lesbische Vorsitzende von Deutschlands umstrittenster Partei mehreren politischen Zwecken. Anstatt ihre Autorität zu schwächen, stärkt diese scheinbare Inkonsequenz ihre Position, indem sie der AfD ein Schutzschild gegen Extremismusvorwürfe bietet und gleichzeitig ihr konservatives Programm beibehält. Politische Analysten verweisen auf Weidels sorgfältige Navigation zwischen persönlicher Identität und Parteiideologie als Beweis für die Entwicklung der rechtsextremen Bewegungen. Ihr technokratisches Image und ihr multikultureller Haushalt bieten gemäßigten Wählern die psychologische Erlaubnis, radikale Politik zu unterstützen. Gleichzeitig gibt ihre Zurückhaltung gegenüber einer breiteren LGBTQ+-Befürwortung den traditionellen Anhängern die Gewissheit, dass die Grundwerte der Partei unverändert bleiben. Weidels Aufstieg ist also mehr als nur ein persönlicher politischer Erfolg. Sie verkörpert einen ausgeklügelten Ansatz, um kontroverse Positionen durch akzeptable Galionsfiguren zu verankern. Obwohl diese Strategie dazu beiträgt, die AfD in breiteren Teilen der deutschen Gesellschaft zu normalisieren, bleibt die Frage offen, ob eine solche Repräsentation wirklich auf einen ideologischen Wandel hindeutet oder lediglich unveränderte radikale Positionen hinter einer schmackhafteren Fassade verbirgt. Ob man sie liebt oder verabscheut, Alice Weidels Geständnis erschüttert genau das System, das sie einst verteidigte. Glauben Sie, dass dies ein echter Sinneswandel war oder ein sorgfältig kalkulierter politischer Schachzug? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Diese Diskussion hat gerade erst begonnen. Und wenn dieses Video Sie überrascht hat, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie es und schalten Sie die Benachrichtigungen ein. Denn wir haben noch mehr echte politische Geschichten, die Sie sprachlos machen werden.